und denke, dass ich einfach halt angefangen habe, weil ich keinen Plan B auch mehr hatte. Also es musste einfach jetzt sein. Es war an der Zeit und es musste raus und ich wollte nichts anderes machen als kochen und ähm, ich denke, wenn es so weit ist, dass es so weit gewachsen ist in einem, dass es raus muss, dann muss man es einfach machen, weil sonst geht man möglicherweise auch dran kaputt. Hallo, ich bin Manja, ich bin 51 Jahre alt. Ich lebe hier in meinem Bauwagen, tingel die ganze Woche mit meinem veganen Imbiss durch die Lande und lebe hier auch nicht alleine, habe noch mein Hündchen und meine 2 Katzen mit dabei und würde ich ganz gerne mal mitnehmen, wie ich so lebe. Ich bin hier 2020 eingezogen mit Beginn der Corona-Pandemie, hatte Glück gehabt, dass ich da rechtzeitig hier noch einziehen und wohnen konnte und konnte mir in den letzten 3 Jahren so ein winzig kleines Zuhause erschaffen. Es sind hier insgesamt 100 Quadratmeter. Der Bauwagen, die Terrasse und der Schuppen nehmen einiges weg, aber der Rest ist komplett durchgeplant und durchgetaktet mit Pflanzen. Ganz am Anfang hatte ich den Gedanken gehabt, hier noch ganz viele Wege zu machen und kleine Wasserstellen und das alles noch nett und schön zu machen, hatte ich auch gehabt am Anfang. Und es hat sich jetzt aber so entwickelt, dass ich hauptsächlich an den Seiten meine Pflanzen habe. Hat auch so was mit Licht und Schatten zu tun, weil hier die Hälfte des Tages ziemlich krass die Sonne aufs Grundstück fällt und ich auch wenig Zeit habe, um hier was zu gießen, und deswegen habe ich die so gelegt, die Pflanzen, dass sie auch ohne mich eine Zeit lang überleben können. Es war auf jeden Fall klar, dass es ein Bauwagen wird. Ursprünglich hatte ich die Idee, ich ziehe direkt ins Auto. Ich hatte einen Iveco-Bus gehabt und wollte mir den ausbauen und habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, das ist es noch nicht. Das ist noch nicht dran. Ich brauche noch eine Homebase, ich brauche noch die Möglichkeit, ein Feuer zu machen, an einen Ofen zurückzukehren. Ich liebe das, an einem Ofen zu kochen. Ich hatte auch in fast jedem Haus einen Holzofen gehabt und den eigentlich im Dauerbetrieb gehabt, wenn ich zu Hause war. Und das ist noch nicht vorbei. Also da ist in dem Sinne der Deckel noch nicht drauf. Das gehört einfach noch dazu. Das muss noch sein. Und ich liebe es auch nach wie vor, zurückzukommen und an meinem Ofen zu sein. Und ja, einfach nur das Prasseln zu hören. Das Feuer brennt und sehr schön. Ja, und dann war das nicht die erste Wahl, dieser Bauwagen. Ich hatte einen wunderschönen Bauwagen, der aber leider nicht zu transportieren war, weil zu hoch. Wir haben alles Mögliche versucht mit dem damaligen Besitzer, dass ich den vielleicht doch noch rankriege, aber durch die Corona-Zeit war es echt schwer, ein Transportunternehmen zu finden und alles kompliziert. Und ich hatte mein Haus schon verkauft gehabt und wollte unbedingt jetzt mit diesem Leben anfangen. Also ich hatte wirklich mich verabschiedet gehabt von dem Haus und es wäre auch für mich nicht mehr weitergegangen. Das hat mir auch jetzt ja nicht mehr so die Freude bereitet, kann ich fast nicht sagen, aber es war einfach vorbei, es war gut, die Zeit war vorbei. Ähm, genau, und dann habe ich durch Zufall diesen Bauwagen gefunden in der Rhön und den haben wir wirklich auf abenteuerliche Art mit einem kleinen Traktor hierher transportiert und noch zu einer Zeit, als auch der Platz sehr unter Wasser stand und viel Schlamm und so. Aber wir haben das geschafft und der steht und die Terrasse ist da und die Öfen sind da und ich lebe hier und bin wirklich sehr glücklich. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte in den verschiedensten Häusern und Wohnungen gelebt, also mehr Häuser in den letzten Jahrzehnten, und habe so nach und nach mir immer irgendwelche Dinge so zurecht gemacht, dass es irgendwie heimelig und schön und Dinge, die irgendwo runterbaumeln und Geräusche machen. Und es hat mich immer sehr zu Hause fühlen lassen. Und die Dinge, die habe ich
alle mitgenommen hierher oder einen Großteil davon habe ich mitgenommen und es dann hier so mit reingebracht. Ich habe eigentlich so gut wie nichts gekauft, als ich hier eingezogen bin, sondern hauptsächlich die Sachen, die ich in den verschiedenen Wohnorten hatte und die mit mir gereist sind, teilweise sogar die Pflanzen auch, sind mit umgezogen und sind mit hierher gezogen. Das Einzige, was ich dann dieses Jahr tatsächlich dann neu gekauft hatte, waren die Vorhänge, weil die letzten mir durch die Frühjahrsstürme total zerrissen waren. Selbst der hässliche Hahn da oben, das ist Heinrich, den habe ich von einer Kollegin geschenkt bekommen. Und der hat schon in meinem letzten Haus gesessen und hat immer alles beobachten dürfen. Und das darf er jetzt hier auch, seitdem ich hier lebe. Ich wollte unbedingt mit Menschen arbeiten, wollte auch mit Kindern arbeiten, habe dann eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin gemacht und von da aus, ich habe im Kindergarten gearbeitet, Montessori-Kinderhaus, habe in der Montessori-Schule gearbeitet, dann dort eine Ausbildung zur Heilpädagogin begonnen und auch beendet. Habe auch Heilpädagogik angewandt in der Behindertenhilfe, in der integrativen Arbeit, in der Jugendhilfe. Habe da wirklich die verschiedenen Bereiche durchlaufen und hatte immer das Gefühl gehabt, wenn es auch in dem Bereich auserzählt war, ich das Gefühl hatte, ich konnte niemandem mehr was zeigen oder was beibringen oder selbst für mich auch nichts mehr mitnehmen, dann bin ich gegangen und habe einfach den nächsten Schritt gemacht. Und so ist es gekommen, dass ich dann komplett weggegangen bin aus der Behindertenhilfe, wo ich dann zuletzt war. Und dachte, eigentlich möchte ich mich jetzt auf das konzentrieren, was mir im Leben immer wichtig war und mich immer begleitet hat. Und das war Menschen bekochen. Als ich hier eingezogen bin, stand ja nur der Bauwagen und ich hatte hier ehrgeizige Bekannte gehabt, die mir die obere Terrasse gebaut haben und zwar auch so, dass ich direkt morgens den Sonnenaufgang sehen kann und abends den Sonnenuntergang und das fand ich sehr schön. Die haben mir auch die Treppe gebaut, die jetzt von meinen lieben Nachbarn erneuert worden ist, nachdem sie nach 3 Jahren ganz schön morsch war. Die Terrasse hier, die untere Terrasse, habe ich selbst gebaut und habe mir da eine kleine Außenküche gebaut. Der Ofen stand vorher im Bauwagen drin und ich habe vorhin kurz überlegt, wieso ich den eigentlich ausgetauscht habe, aber es war tatsächlich so, dass ich unbedingt einen roten Ofen haben wollte im Bauwagen und den habe ich mir dann eben auch geholt und habe jetzt hier draußen den alten Ofen aus dem Bauwagen stehen. Ich habe ja wirklich sehr klein angefangen und bin eigentlich auch immer noch ein winziges Lichtchen auf diesem ganzen veganen Food-Markt und denke, dass ich einfach halt angefangen habe, weil ich keinen Plan B auch mehr hatte. Also es musste einfach jetzt sein. Es war an der Zeit und es musste raus und ich wollte nichts anderes machen als kochen und ich denke, wenn es so weit ist, dass es so weit gewachsen ist in einem, dass es raus muss, dann muss man es einfach machen, weil sonst geht man möglicherweise auch dran kaputt. Und wie ist es so am Ende des Lebens? Man bereut nicht die Dinge, die man gemacht hat oder weniger die man gemacht hat, als die man eben gelassen hat. Ne? Und wo man dann sagt, ach, hätte ich doch. Weil was soll's? Was kann denn passieren? Natürlich ist es schade, wenn es nicht funktioniert und es ist für mich schade und
Sicherlich auch für viele, die mein Essen lieben, aber davon geht die Welt auch nicht unter. Wenn ich nicht mehr da bin, dann bin ich nicht mehr da und dann mache ich was anderes oder nicht oder so. Die Welt ist bunt und groß und es kann so viel passieren und es kann auch in meinem Alter noch total viel passieren. Und ich habe Vertrauen, weil die Ansprüche nicht groß sind, die ich habe. Natürlich würde ich gerne davon gut leben können und mit wenig Sorgen, wenn es geht. Aber ich hatte bisher auch, wenn es nicht gut gelaufen ist, nie das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt aufhören, weil was soll ich denn sonst machen? Ich will einfach kochen. Also in dem Bauwagen habe ich ungefähr so 22 Quadratmeter. Das heißt, es ist nicht so wahnsinnig viel und muss natürlich gut überlegt sein, was dann wo hinkommt und wie ich die ganze Aufteilung mache, sodass ich kurze Wege ja sowieso habe, aber eben auch das alles so sinnvoll habe, dass alles beieinander ist. Die Küche habe ich in den vorderen Bereich gebaut. Habe da einfache Holzpfosten genommen und die Arbeitsplatte aus meiner alten Küche noch und auch die ganzen Einschübe und so, das ist alles noch aus der alten Küche. Und ich meine, ich hätte wohl gedacht, es sollte ein Provisorium werden, aber es ist halt jetzt immer noch da und hat sich wirklich auch bewährt. Auch die Regale sind noch aus der alten Küche und beinhalten wirklich alles, was ich brauche. Wahrscheinlich sogar zu viel immer noch. Aber es gibt wirklich Dinge, an denen ich dann auch hänge und die ich auch ganz schwer hergeben kann und auch eigentlich nicht muss. Und sollte dann doch mal Besuch kommen, habe ich zumindest noch genügend Geschirr. Da sind Sachen dabei, die noch aus Tschechien kommen und da handgetöpfert sind und die ich schon hatte, als die Kinder noch klein waren und aus denen eben dann meine Kinder getrunken haben und deswegen habe ich sowas aufgehoben und freue mich immer noch dran. Oder die kleinen süßen Emailletassen, wo jedes Kind seine eigene Tasse hatte mit der eigenen Lieblingsfarbe und die haben mich auch begleitet und gehen auch nicht mehr weg hier. Außer die Kinder sagen, sie wollen sie haben. Wichtig finde ich, dass man in sich reinhört. Jetzt noch gar nicht so die großen Listen macht, ne? Was sind die positiven Punkte, was sind die negativen Punkte. Sicherlich ist das auch ein Faktor. Aber so in sich reinspüren und gucken, ist das wirklich das, wo ich hin will. Und dann gucken, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn es nicht funktioniert. Und da fällt mir eigentlich immer gar nichts ein. Was kann denn passieren? Also wir leben hier in einer so komfortablen Situation mit so vielen Möglichkeiten auch, dass ich es wichtig finde, seinen Weg zu gehen und die Möglichkeiten, die sich einem auftun, zu nutzen und wenig zu gucken, was das Umfeld vielleicht davon denkt, außer man ist absolut abhängig davon. Aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, wie alle, einfach machen. Mir ist natürlich besonders wichtig, dass ich mich mit Dingen umgebe, die eine Bedeutung für mich haben. Das Bett, in dem ich schlafe, ist das Bett meiner Tochter. Das habe ich mitgenommen, weil die sind natürlich jetzt auch schon lange ausgezogen und leben in Berlin und London und haben natürlich für die Dinge auch keine Verwendung gehabt. Aber für mich hat es alles eine große Bedeutung und deswegen habe ich das eben alles so um mich rum mit drapiert. Wichtig sind mir auch ist mir die Verbindung zum Buddhismus, dass ja, die Affinität habe ich schon seit ganz vielen Jahren und seit, ich glaube, 2009 habe ich eine Anbindung an das tibetische Zentrum in Hamburg und belege momentan auch gerade das Grundstudium tibetischer Buddhismus. Wobei ich durch die viele Arbeit und die viele Reiserei leider nicht so weit komme, wie ich mir das erwünscht hätte. Aber es wird die Zeit kommen, wo dafür dann auch
wieder Gelegenheit ist. Ja. Jo, jetzt bist du wach. Ich bin super froh, dass es diesen Kanal gibt, der Menschen zeigt, die sich trauen, auf den Weg zu machen und ihr Leben verändern und auch außerhalb der konventionellen Bedingungen leben und sich da ein zufriedenes und glückliches Leben aufbauen und anderen tatsächlich auch zeigen, dass es auch anders geht, die dann vielleicht mal drüber nachdenken, ist es wirklich das, was ich immer schon wollte oder was ist es denn, was mich vielleicht unzufrieden gemacht hat? Na, vielleicht ist es gar nicht das System, vielleicht sind es nicht die Bedingungen, vielleicht ist es einfach nur, dass ich mich nicht getraut habe, was zu verändern und die dann vielleicht dadurch, indem sie es sehen, es gibt so zahllose Möglichkeiten im Leben was zu verändern, dass sie das dann tatsächlich auch nehmen und sagen, oh ja, ein kleines bisschen an dem Rädchen kann ich drehen, hier kann ich was machen oder ich mache halt die große Wende und wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich wieder zurück. Ist auch gut. Na, solange man mit sich im Reinen ist. Ich betreibe den Imbiss jetzt seit Mai 2021. Das heißt, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen 2-jähriges und reise damit durch Unterfranken, Oberfranken, Thüringen, Sachsen. Also habe die verschiedensten Sachen schon gemacht und gebe mir größte Mühe, leckeres Essen zu zaubern. Immer mal ein bisschen was anderes, weil mir fällt immer zu was ein. Und dann denke ich, könntest du auch noch machen. Dann merke ich wieder, oh, es wird zu viel. Dann muss ich wieder deutlich reduzieren. Aber im Wesentlichen ist das gerade mal so das Angebot, was es hier gibt. Und wenn ich dann auf Festivals und Veranstaltungen bin, dann muss ich natürlich in noch größerem Umfang kochen und dann gibt es auch weniger. Der Imbiss ist insofern ein Unikat, als dass die Gestaltung rangemalt ist und nicht drauf gedruckt oder geklebt. Und ich mir von einer ganz tollen Künstlerin, von Pernilla Kanapin, einen Teil aus ihrem Lied ausleihen durfte. Und jetzt praktisch mit meinem Essen auch die Botschaft um die Welt geht. Sei was du willst. Und wenn man das möchte, kann man sich damit fotografieren und es so in die Welt tragen. Sei was du willst. Und sowas entwickelt sich. Und wenn der Druck stark genug ist, dann kannst du eh nicht anders. Dann musst du es machen. Und wenn du dich dann dagegen sträubst, dann wird alles in deinem Leben total schwierig. Und deswegen, wenn der richtige Zeitpunkt da ist zu gehen, dann weißt du das. Und wenn der richtige Zeitpunkt und die richtige Situation und die richtige Idee da ist, dann wirst du den Zeitpunkt nutzen, du wirst die Idee nehmen und wirst losgehen.